Ihr Lieben, immer wieder schreibe ich, dass es sehr vielen nicht gut geht derzeit. Und klar, es ist ganz schön heftig, was da von außen auf uns einprallt und sich immer mehr zu intensivieren scheint. Auch die völlige Übersteuerung in den Atmosphärenenergien sowie die Unruhe in Mutter Erde. Manchmal brauchen wir eine Krankheit, eine Infektion, Erkältung, Entzündung, Schmerzen, die scheinbar plötzlich und wie aus heiterem Himmel kommen. Und ganz oft ist es unser Körper, der uns sagen will, dass einfach alles zu viel war und ist, die Dichte der negativen Energien im Außen. Und es ist auch unsere Seele, die spricht. Sind Emotionen, die wir auf uns genommen haben. Negative Gefühle, Stress, Ängste, Sorgen. Und von Zeit zu Zeit ist eine Reinigung von all dem unumgänglich. Der Körper will sich von Belastendem befreien, von dem, was uns nicht gut tut, was nicht mehr zu uns gehört. Auch wenn wir uns dessen nicht unbedingt bewusst sind, es möglicherweise schon viel zu lange verdrängt haben, um zu funktionieren im Alltag. Die Erkrankung zwingt uns innezuhalten und uns dessen bewusst zu werden, wenn wir die Symptome nicht wie so oft schnellstmöglich zu unterdrücken versuchen, um im Laufrad des Lebens weiterzulaufen. Doch es möchte sich etwas bereinigen in uns und darauf sollten wir hören. Es sind unsere Zellen, unser Immunsystem und auch unsere Seele, die Stopp rufen, um ihnen Zeit zu geben. Und ja, auch um Erkenntnisse zu gewinnen, was es zu verändern gilt in unserem Leben, sodass wir stärker als zuvor daraus hervorgehen können. Wenn wir es zulassen, die Botschaften zu sehen, die dahinter stehen, uns wirklich Zeit für uns nehmen und unseren Körper bestmöglich unterstützen. Denn er ist es, der uns auf Ungleichgewichte in unserem Inneren hinweist. Und das sehr deutlich, wenn es einfach zu viel und Zeit ist, uns von etwas zu befreien. Hinter einer Entzündung zum Beispiel steht immer ein Konflikt. Etwas möchte rauskommen, angeschaut werden, zeigt sich deutlich. Die Blase zeigt uns Ängste auf, steht aber auch mit Vergebung in Zusammenhang. Schnupfen zeigt uns, dass wir von etwas gewaltig die Nase voll haben. Husten steht für etwas, das laut herausgelassen will. Der Hals generell für Unausgesprochenes und die Lunge für Trauer und das tiefe Bedürfnis nach Liebe und Selbstvertrauen. Ja, eine Erkältung will uns von Belastendem befreien. Der Magen steht energetisch für Stress, Konflikte und Ärger, den wir in uns hineinfressen. Die Därme für Überlastung durch etwas, das nicht verarbeitet werden kann oder will. Und für das so notwendige Loslassen, das die Beschwerden uns hier aufzeigen. Die Bauchspeicheldrüse steht für Enttäuschung und fehlende Selbstliebe. Bluthochdruck für inneren Druck und starke Anspannung sowie ungelöste emotionale Probleme. Migräne deutet auf einen deutlichen Widerstand gegen den Fluss des Lebens hin.
Kronenchakra, Öffnung, Selbstbegrenzung, etwas, wo wir uns selbst blockieren. Schwindel steht für den Mangel an Halt und Vertrauen. Der Kreislauf generell für Überforderung, Mangel an Lebenskraft, Selbstwertgefühl, Hoffnungslosigkeit. Und ja, der Rücken insgesamt trägt die Last unseres Erlebens, die uns oft niederdrückt, uns beugt, wenn wir nicht aufrecht und aufrichtig durchs Leben gehen. Das sind nur ein paar wenige Beispiele und nur sehr kurz formulierte seelische Ursachen, die hinter Erkrankungen stehen können. Oh ja, die Seele drückt sich durch den Körper aus. Und auch unsere Tiere können uns durch Krankheit sehr viel aufzeigen, da sie so viel von uns übernehmen, auf sich nehmen aus ihrer tiefen Liebe heraus. Und ganz oft sind es die plötzlichen Erkrankungen unbekannter Ursache, die genau darauf hinweisen. Die Tiere sind so tief mit uns verbunden. Und wenn wir etwas verändern, kann es auch ihnen wieder besser gehen. Doch ja, auch die massiven energetischen Veränderungen hier auf der Erde und in der Atmosphäre wirken sehr stark auf und durch uns und können uns anfälliger für Erkrankungen machen. Die Anpassung an die veränderten Energieeinflüsse und die gleichzeitige Aufrechterhaltung der Funktionen unseres Körpers sowie der Regenerationsfähigkeit brauchen sehr viel Kraft, was unser Körper uns immer wieder auch durch Müdigkeit aufzeigt, uns genau darauf aufmerksam macht. Und zu all dem sind es auch die Turbulenzen und das völlig chaotische Geschehen im Außen. Die negativen Nachrichten, die ihr Übriges dazu tun, unsere Energie niedrig zu halten. Und so brauchen wir uns nicht wundern, wenn wir nicht achtsam mit uns sind und uns immer wieder bewusst herausnehmen aus diesem verrückten Film, wenn es uns irgendwann von den Socken haut oder aus den alten Schuhen zwingt. Und ja, die alten, dichten Energien und Frequenzen, die Gifte und unnatürlichen Einflüsse von außen wollen sich lösen, denn die neuen lichten Frequenzen bewirken einen Umbau in allen Systemen. Ja, eine Erneuerung findet statt. Wenn wir uns dessen bewusst werden und auch, dass unser Körper sich von Zeit zu Zeit von Belastungen reinigen, befreien muss, uns Zeit nehmen und annehmen, anstatt weiter durchs Leben zu hetzen, ist Krankheit letztendlich eine Chance zu persönlichem Wachstum und zu neuer Stärke. Und das ist es, was jetzt geschehen will und zur Veränderung und Erweiterung unseres Bewusstseins beiträgt. Es führt uns zur Selbstverantwortung und zu unserer wahren Seelenkraft. Oh ja, manchmal brauchen wir Krankheit, um heilen zu können, ihr Lieben. In 2025 werden wir alle übrigens ganz stark mit den Energieeinflüssen konfrontiert, auch mit den manipulativen Frequenzen, die immer mehr zunehmen und auf uns wirken. Und das heißt,
Wir alle müssen lernen, damit umzugehen. Energetik und die Arbeit, der Schutz, die Heilung mit Frequenzen wird immer wichtiger werden. Und damit sende ich alles Liebe zu euch, eure Sylvia.